Liebe werdende Mama, in diesem Video möchte ich dir gerne ein wenig von meinen persönlichen Erfahrungen während meiner ersten Hypnobirthing-Geburt im Krankenhaus berichten. Es soll aber kein klassischer Geburtsbericht werden. Vielmehr möchte ich dir von den Hypnobirthing-Fehlern, die ich während der Geburt gemacht habe, erzählen. Und zwar, damit sie dir nicht passieren. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Ich habe mich bereits in meiner ersten Schwangerschaft 2016 mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereitet. Da ich aber erst in der 28. Schwangerschaftswoche von Hypnobirthing erfahren habe, war es zu diesem Zeitpunkt leider zu spät, sich noch für eine Hausgeburt zu entscheiden, da ich so spät keine Hebamme mehr gefunden hätte. Der Wunsch nach einer Hausgeburt war aber zu diesem Zeitpunkt bereits vorhanden. Das habe ich mir also für die zweite Geburt aufgehoben. Aber zurück zur ersten Geburt. Da eine Hypnobirthing-Geburt natürlich auch wunderbar im Krankenhaus funktionieren kann, habe ich mich also in den letzten Wochen meiner Schwangerschaft sehr intensiv mit den Hypnobirthing-, Entspannungs- und Atemübungen auf die Geburt vorbereitet. Hypnobirthing ist, wie du vielleicht selber schon herausgefunden hast, eine tolle Methode, um sich auf eine entspannte und angstfreie Geburt vorzubereiten. Aber es gibt natürlich wie bei allem im Leben auch hier Dinge, auf die man achten sollte und die man vermeiden sollte, damit es nicht doch schief geht oder nicht so klappt wie geplant. Und damit du nicht dieselben Fehler machst wie ich, kommen nun meine persönlichen 4 Fehler, die ich bei der zweiten Geburt bewusst vermieden habe. Nummer 1: zu wenig ergänzende Literatur gelesen. Natürlich habe ich in der Vorbereitung auf den Hypnobirthing-Kurs und die Geburt das Buch von Marie Mongan gelesen. Allein das Hypnobirthing-Buch bietet vor allem in Kombination mit einem Hypnobirthing-Kurs einen umfassenden Einblick in das Thema natürliche Schwangerschaft und Geburt und gibt einem als werdende Mama viel Wissen und somit auch Sicherheit. Nichtsdestotrotz gibt es viele weitere wertvolle und informative Bücher zum Thema natürliche und selbstbestimmte Geburt und Schwangerschaft. Von Ina May Gaskin, Sarah Schmidt, Michael Odent und Jobina Schenk, um nur einige zu nennen. Durch all diese vielfältigen Ideen, Meinungen und Erkenntnisse zu ein und demselben Thema kann man sich selber eine umfangreiche und informierte Meinung bilden. Man bekommt durch diese Lektüren noch einmal eine klare Sichtweise auf das Thema der natürlichen und selbstbestimmten Geburt und hinterfragt bestimmte Vorschläge des medizinischen Personals kritisch und auf ihre Konsequenzen hin. Hier hätte ich gerne für die erste Geburt noch mehr Sicherheit mit in den Kreissaal gebracht. Nicht um den Ärzten und Hebammen ihre Arbeit zu erklären oder anzuzweifeln, was sie tun, sondern um angstfreier und selbstsicherer zu sein. Denn auch ich bin, wenn ich nicht gut genug informiert bin, ein eher unsicherer Mensch. Durch das Lesen einiger Bücher der oben genannten Autoren hätte ich mich definitiv noch sicherer in meinen Entscheidungen gefühlt. In Vorbereitung auf meine zweite Geburt, unsere erste Hausgeburt, habe ich dann viele Bücher gelesen und war in Kombination mit Hypnobirthing optimal auf meine Geburt vorbereitet. Einige dieser Bücher habe ich dir unten in der Infobox verlinkt. Nummer 2: zu sehr an den Hypnobirthing-Videos orientiert. Im Hypnobirthing-Kurs ist es vorgesehen, dass die Eltern pro Einheit 1 oder 2 Geburtsvideos anschauen. Die Videos werden von der Kursleiterin ausgesucht. Hierbei handelt es sich nicht durchweg um reine Hypnobirthing-Geburten, aber um besonders entspannte, ruhige und komplikationslose Geburten. Sie hinterlassen also einen schönen und positiven Eindruck. Den Hintergrund kann wahrscheinlich jede Schwangere und auch jede Mama sehr gut nachvollziehen. Denn niemand möchte sich, vor allem in der eigenen Schwangerschaft, ein Geburtsvideo anschauen, das in irgendeiner Weise negativ ist oder Ängste schürt. Man muss sich jedoch bewusst machen, dass diese Videos nicht 1:1 die eigene Geburt abbilden. Denn, wie bereits in diesem Video erklärt, bedeutet eine gute Hypnobirthing-Geburt nicht automatisch eine schmerzfreie Geburt ohne Eingriffe. Ich persönlich habe mich aber trotz des Wissens, dass nicht jede Geburt so verläuft wie in den Videos, sehr stark daran orientiert und auch insgeheim gehofft, eine schnelle und schmerzarme Geburt erleben zu dürfen. So wie ich es aus den Videos mitgenommen habe. Die Videos dienen im Hypnobirthing jedoch hauptsächlich dazu, das positive Gefühl im Hinblick auf die Geburt weiter zu stärken und zu festigen. Nicht das Bild einer idealen Geburt zu prägen.
Daher sollte man die eigene Geburt nicht zu sehr idealisieren und die Ansprüche an sich selber zu hoch stecken. Im Nachhinein betrachtet war ich von meiner ersten Geburt nicht enttäuscht oder habe sie negativ in Erinnerung. Trotzdem wäre es für mich besser gewesen, mich nicht zu sehr auf die Videos als Vorbild zu konzentrieren, sondern meine eigene Wunschgeburt zu visualisieren. Nummer 3. Die Wellenatmung nicht ernst genug genommen. Ich werde in meinen eigenen Kursen nicht müde, immer wieder zu betonen, wie wichtig die Wellenatmung für die Geburt ist und wie wichtig es natürlich auch ist, sie zu üben. Dass man die Wellenatmung für die Geburt üben muss, war mir ziemlich schnell klar. Da ich ja auch erst in der 28. Schwangerschaftswoche von Hypnobirthing erfahren habe und erst in der 30. Schwangerschaftswoche mit dem Üben begonnen habe, habe ich von Beginn an täglich mindestens 2-mal geübt, so wie es in den letzten Wochen der Schwangerschaft empfohlen wird, damit die Technik im Muskelgedächtnis gespeichert wird. Nichtsdestotrotz war mir zum Zeitpunkt des Geburtsbeginns nicht so ganz bewusst, wie wichtig die Wellenatmung direkt von Beginn der Geburt an ist. Ich habe die Wellen zu Beginn unterschätzt und nicht mit der Wellenatmung veratmet. Das hatte zur Folge, dass ich mit einer intuitiven, aber nicht so effektiven Atmung wie der Wellenatmung begonnen habe. Somit habe ich dann nach einigen Stunden, als ich die Wellen nur noch mit der Wellenatmung effektiv veratmen konnte, weil sie immer intensiver wurden, Probleme mit der Wellenatmung bekommen, weil ich nicht richtig hineingefunden habe und mich nicht voll und ganz darauf konzentrieren konnte. Hätte ich die Atemtechnik von Beginn an angewandt, wäre es mir definitiv leichter gefallen, mit der Intensität der Wellen während der Geburt mitzuwachsen. Daher werde ich in meinen Hypnobirthing-Kursen nicht müde, immer wieder zu betonen, wie wichtig die Wellenatmung während der Geburt ist. Ab der ersten Welle. Nummer 4. Meine Wünsche im Krankenhaus nicht stark genug verfolgt. Wie bereits im Punkt 1 erwähnt, bin ich leicht zu verunsichern, wenn ich mich in einer neuen, unbekannten Situation befinde und mir meiner Sache nicht zu 100% sicher bin. So kam es auch im Krankenhaus. Zum Glück waren wir sehr lange zu Hause und nur ungefähr 1,5 Stunden bis zur Geburt im Kreissaal. Aber diese Zeit hat mir bereits mehr als gereicht. Die erste Hebamme kurz vor Schichtwechsel hat ihre ablösende Kollegin gegen 18 Uhr mit den Worten empfangen: Das wird eine Nachtaktion. Verständlich, dass das für eine Gebärende nicht sehr motivierend ist. Das CTG wurde mir angelegt, aber erst nach einer halben Stunde kam die Hebamme zurück, um festzustellen, dass es erneut geschrieben werden muss. Die erste CTG-Session habe ich liegend verbracht, weil ich einfach zu unsicher war. Die zweite Session dann aber stehend. Kleine Details, die man in der Aufregung schnell vergessen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich durch die Dominanz der Hebamme leider letztendlich doch viel zu wenig auf meine Intuition gehört habe. Da meine Geburt aber zu keiner Zeit auffällig verlief und es mir und meinem Sohn prächtig ging, hätte ich noch mehr meinem Gefühl folgen sollen. Mehr stehen, mehr bewegen. Meine Geburt war keinesfalls traumatisch und ich habe eine sehr, sehr interventionsarme Geburt ohne Schmerzmittel erlebt, die innerhalb von 1,5 Stunden im Kreissaal auch schon geschafft war. Nichtsdestotrotz hätte ich im Rückblick einige meiner Wünsche stärker verfolgt, könnte ich die Geburt noch einmal erleben. Ich kann also nur jeder Mama ans Herz legen: Lasst euch im Krankenhaus nicht einschüchtern oder von eurem Kurs und euren Wünschen abbringen. Ich meine hiermit natürlich nicht mit dem Kopf durch die Wand, komme was wolle, sondern eine Krankenhausgeburt, so wie ihr sie euch wünscht, im Team mit eurer Hebamme und dem restlichen medizinischen Personal. Hast du vielleicht auch schon eine Krankenhausgeburt mit Hypnobirthing erlebt und möchtest deine Erfahrungen teilen? Dann schreib sie mir unten in die Kommentare. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video, deine Marie.